Hallo zur neuen Ausgabe Project V-Pin. Also dieses Mal geht es nochmal, bevor ich das Ganze zusammenbaue, das muss ich jetzt wirklich demnächst mal machen. Ich brauche auch hier den Platz im Keller mal wieder für andere Sachen. Insofern, also es wird jetzt wirklich Zeit. Aber bevor ich das zusammenbaue, kommt jetzt nochmal ein Video über diese kleine Platine hier vorne. Und zwar heißt die Pin Control 1. Von Meyer aus dem Flippermarkt Forum entwickelt, und diese Platine, die bietet so ein paar Sachen, die man super gut im Pinball gebrauchen kann, wie zum Beispiel dieses wunderschöne Ambilight in RGB in sämtlichen Farben zu programmieren. Da kann also jeder Tisch seine eigene Farbe haben, und bei bestimmten Dingen, die im Tisch passieren, wie beispielsweise, was weiß ich, ein Multiball oder sonst irgendwas, kann man da auch mal spezielle Blinkeffekte einbauen und so weiter und so fort. So, das wäre das Ambilight. Außerdem haben wir einen analogen Planger, also diesen wunderschönen Abzieher, der dann also nicht nur digital knopfdruckmäßig funktioniert, sondern tatsächlich, man kann ein bisschen abziehen oder nur ganz doll oder auch so mittel oder so. Das geht alles ganz wunderbar. Und dann haben wir hier drauf auf der Platine noch so einen kleinen Accelerometer, damit kann man dann tilten, also natschen auch genannt, also den Tisch so ein bisschen hin und her schubsen. Das Ganze alles ohne Kalibrierung, beziehungsweise das Ding kalibriert sich jedes Mal von selber, man muss da nicht selber was machen. Also eine super Geschichte. Tja, das wollen wir jetzt mal angucken. Go! Also hier haben wir mal die Platine in ihrer vollen Schönheit, und ja, man sieht, es sind noch ein paar mehr Anschlüsse vorhanden als nur für die drei Sachen, die ich da gerade genannt habe. Also hier wäre für den Planger, also den Abzieher, da ist mir gerade einer abgegangen, den muss ich gleich mal wieder reinstecken. Hier haben wir dann einen Netzteileingang. Hier kommen die Schütze dran, wenn man sie dann über das Pin Control laufen lassen möchte. Das geht natürlich auch über das LED-Bis. Ich habe jetzt hier dreimal angeschlossen, 24 Volt, da ist das 24 Volt Netzteil. Genau, dann haben wir hier unten die Eingänge für das RGB Ambilight, was dann da hinten jetzt hier überall so rumliegt. Ich habe da 5 Meter Ambilight mit 60 LEDs pro Meter. Also 300 Stück hier an der Zahl, alle RGB halt, und da sind genau diese 3 RGB-Strippen drin, plus Stromversorgung wiederum für das Ambilight. Und hier haben wir dann noch 10 Button-Eingänge, also Start und Flipper, links, rechts, MagnaSafe, so der Dinge mehr, oder irgendwelche Menüsteuerungen, dass man da irgendwie die Flyer angezeigt bekommt und so. Das kann man also auch auf diesem Pin Control hier alles steuern. Das werde ich also auch so machen hier, dann spare ich mir die auf dem LED-Bis. So, dann haben wir hier das rote, das ist der Accelerometer. Der nimmt also Erschütterungen wahr und ja, überträgt so also auf den Tisch irgendwelche Tilt-Funktionen. Und das kleine blaue da oben drauf, wo auch der das Micro-USB-Kabel drin ist, das ist also die Stromversorgung, natürlich dieses Micro-USB-Kabel. Und das ist ein Arduino-Board, der steuert also das Ganze. Das ist also sozusagen das Hirn dieses Pin-Controls. Und dann haben wir hier noch unzählige, naja, eigentlich sind es doch zählige RGB-LEDs noch drauf. Die sind einfach zur Kontrolle, dass man weiß, was gerade geschaltet wird. Hier sieht man also das Ambilight, das sind die 3 Ambilight-LEDs, da sind gerade die roten und die grünen irgendwie an, und das zusammen ergibt dann irgendwie so ein Orange. Genau, also das kann man auch hier erahnen, was gerade so losgeht. Hier das sind die Schütze. So, genau, und dann gucken wir mal weiter. So, damit ich euch das mit dem Abzieher, also dem Planger, mal zeigen kann, habe ich mir jetzt hier wiederum mal was Provisorisches gebaut. Den hatte ich ja schon in der letzten Folge mal einmal kurz gezeigt. In meinem Cap ist ein Planger drin, insofern werde ich den hier gar nicht gebrauchen, aber ich habe jetzt hier mal so eine
Holzhalterung gebaut. Der Witz an dieser Holzhalterung ist tatsächlich, dass dass einzig hier 3 Schrauben mit dem Planger versehen sind. Den Rest habe ich nur geklebt mit Holzkleber. Das Zeug ist echt irre. Also das hält super. Ponal Express oder so heißt das. Also ein krasses Stöffchen. Ich habe das also hier einfach so ein bisschen miteinander verblockt sozusagen. Und das hält irre gut. So, und das, naja gut, das hier ist ein Potentiometer. Die sind eigentlich in Mischpulten drin. Da schiebt man dann hier dieses Ding da hin und her. Und das wird natürlich dann durch den Abzieher mitbewegt. Und ja, diese Übertragung wird dann also auf den Tisch übertragen. Da muss ich mir gleich mal einen Tisch aussuchen, bei dem man das ganz gut sehen kann. Hier dann eben die 3 Strippen, die in den Pin-Control reingehen. Tja, okay. Und man kann also, wie gesagt, schon im Intro, man kann also ein bisschen nur ziehen oder eben die volle Länge. Das wird dann also alles ins Programm übertragen. Oder man kann natürlich aber auch langsam wieder zurückgehen, wenn man dann doch nicht abziehen will. Und außerdem kann man auch drücken in diese Richtung. Das ist ja auch manchmal nötig bei Tischen, die das vielleicht gar nicht so unterstützen, dass man so abzieht. Dann ist das hier sozusagen der Startknopf. Natürlich kann man sich auch zusätzlich noch einen digitalen Knopf daneben machen, damit man also auch solche Tische, die überhaupt sowieso keinen Abzieher haben, dass man die also genauso dann auch mit dem Knopfdruck starten kann. Aber das hier wäre, wenn man das nicht macht, ein Knopfdruck. So, tja. So, ich habe jetzt hier also mal den Pinboard 2, eine Machine Bride of Pinboard geladen und der läuft hier jetzt also mal gerade auf meinem Aufbau und jetzt haben wir hier den Planger und ich benutze den jetzt einfach mal. Ich ziehe jetzt also mal so ganz langsam zurück. Man sieht, das funktioniert. Ich kann auch langsam wieder loslassen. Ich kann ihn auf halber Strecke halten. Ich kann hier wieder zurück. Ich kann ganz schnell zurückziehen und ich kann dann eben halt loslassen. Wenn ich ihn dann so reindrücke, dann ist das, wie gesagt, wie ein Start-Button. Dann zieht er ab. Und zwar so lange, wie ich ihn drücke. Wenn ich ihn nur kurz drücke, dann geht es eben. Und wenn ich ihn ganz lange drücke, dann zieht er ganz lange. So, als würde ich halt einen digitalen Knopf benutzen. Aber wenn ich ihn nach hinten ziehe, dann kann ich das hier ganz normal, so wie ich das möchte. Ich habe dabei jetzt nichts kalibriert. Diese Stellung, die ich hier jetzt eingestellt habe bei meinem Potentiometer, die wird, wenn der Pin-Control startet, als 0 gesetzt. Und wenn das hier wäre, dann wäre das eben 0 und dann könnte ich eben nur nicht so weit zurückziehen. Also dieses wird jedes Mal als 0 gesetzt. Wenn sich daran mal was ändert, weil mir hier der Draht bricht oder sowas und ich das dann anders zusammenschraube und das anders ist, ein paar Millimeter, dann wird eben dieser neue als 0 gesetzt. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ich muss da überhaupt nichts tun und ja, sobald ich also hier ziehe, überträgt sich das aufs Spiel. Das funktioniert ganz wunderbar. So, und wenn ich loslasse, bin ich wieder auf 0 und das erkennt das Programm ganz genau. Auch sieht man in anderen analogen Plangern häufig, dass es sehr ruckelig passiert. Und das finde ich ist hier überhaupt nicht der Fall. Das ist sehr smooth alles. Also das geht alles sehr seicht und weich vonstatten. Man hat schon das Gefühl, dass das also genau das ist, was man gerade hier an dem Planger tut. Das passiert also offensichtlich auch auf dem Monitor. Ganz schöne Sache. So, jetzt wollen wir aber auch noch mal einen Ball starten auf die Art und Weise. So, fangen wir mal an. Jetzt habe ich hier also meinen Ball und mal sehen. Also wenn ich jetzt nur so ein bisschen, dann kann ich auch wieder loslassen. Das geht ja sonst nicht, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Knopf drücken würde, dann muss ich auch den losschießen. Ich kann mir das anders überlegen und auch erst noch ein Bier trinken gehen oder so, wenn ich das möchte. So, und dann lasse ich los und zack geht der Ball los. Wump. Also super Sache. Analoger Planger. Ich stehe total drauf und es ist vor allen Dingen einfach super easy. Wump.
So, jetzt hätte ich natürlich ganz gerne, dass ich bei dem Bride of Pinboard beispielsweise auch so ein schönes Ambilight habe. Also im Moment liegt die Strippe ja ziemlich nutzlos daneben. Insofern will ich das jetzt mal versuchen, dem Programm beizubringen, dass er, wenn er den Pinboard 2 anmacht, dass er mir dann auch ein Ambilight anmacht. Und dazu muss man ins Skript gehen und sich einen speziellen Text einbauen in dieses Skript, und das habe ich mir hier mal hinterlegt. Das hier ist also beispielsweise mal die Initialisierung des Pin-Controls, dass also das Skript dem Pin-Control sagt, hallo, hallo, ich bin jetzt hier gerade der Bride of Pinboard und jetzt mach mal, was ich dir sage. So, und diesen Text, den kopiere ich mir jetzt hier gerade mal, Copy-Paste, Steuerung und C. So, und den setze ich jetzt hier in das Skript ein, und zwar, ja, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt auch direkt ganz oben, ich setze es jetzt einfach mal hier so dazwischen. So, da sieht man es. Steuerung V. So, jetzt habe ich da Pin Control 1 initialisieren mitten ins Skript reingesetzt. Ich mache da mal noch ein paar Leerzeichen rein, Leerzeilen. So, und hier unten, das hier ist der Befehl für die Farbe, und zwar diese 3 Zeichen hier. Das ist jetzt nur, ich zoome mal ran. Das steht jetzt, das sind jetzt hier die Adressen, also das steht alles in der Anleitung von Meyer drin, aber dieses hier ist jetzt interessant, 00255, und 255 wäre jetzt knallblau, und ich möchte jetzt aber gar nicht, dass der Pinbot blau leuchtet, sondern der soll vielleicht mal eher so rot leuchten. Also mache ich jetzt mal 000. 000 wäre jetzt natürlich nicht an, also schwarz. Ich mache jetzt mal 255,0,0 und das wäre dann jetzt also knallrot. Oder damit wir auch wissen, dass es funktioniert, mache ich den grünen auch mal auf 255. Das müsste dann jetzt irgendwie sowas wie gelb werden. Stimmt das? Ja, mal sehen. Mal gucken, was daraus wird. Also 255. Man kann natürlich auch jede Abstufung machen, also sämtliche Farben kann man sich daraus mischen. So, und jetzt haben wir das also erstmal, aber das soll natürlich, wenn ich den Tisch ausmache, auch wieder ausgehen, und deswegen gibt man dann dieses hier nochmal ein. Das ist dann die Tisch-Beenden-Routine sozusagen. Das kopiere ich mir wieder, und dann kommt das auch in das Skript. Und zwar irgendwo am Ende. Ja, ganz genau kenne ich mich da auch noch nicht so aus, aber ich setze es jetzt hier einfach mal wirklich ganz zum Schluss hin. Was ich auf alle Fälle weiß, ist, dass dieses, das heißt jetzt hier Subtable 1 Exit, und genau, dieses Table 1 muss den Tischnamen haben, und diesen Tischnamen, den sieht man wiederum, ich speichere das jetzt hier erstmal, Compile, mal gucken, den Tischnamen sieht man im Editor. Wenn jetzt hier wenn hier diese Menü-Geschichte da auch jetzt mal angezeigt würde, wo sehe ich das jetzt wieder? Da ist es. Also der heißt hier Table Name, der heißt BOP, groß geschrieben. So, und das muss jetzt im Skript auch genauso heißen. Also das muss nicht Table 1 Exit heißen, sondern BOP unterstrich Exit. Und so nennen wir das jetzt. BOP unterstrich Exit. Jetzt nochmal ranzoomen. Da steht es jetzt Sub BOP Exit. Und dann sagt man ihm auch wieder eine Farbe. Das ist jetzt hier 8050. Das ist irgendwie dieses Orange, das hatte ich in meinem Menü so eingestellt. Also wenn ich den Tisch jetzt starte, dann soll es irgendein Knallgelb werden. Und wenn ich es aufhöre, dann geht er wieder in ein dunkles Orange zurück, was mein Pinball X bzw. Hyperpin Farbe ist. So, und das wollen wir jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Achso, das Skript erst nochmal compilen. Okay, so, mal sehen. So, okay, knallgelbes Ambilight. Das hat schon mal funktioniert. Und dann gehen wir aus dem Tisch raus. Quit, und dann geht er in dunkles Orange. Genau, und das ist meine Menüfarbe. Also jetzt in dem Fall ist natürlich kein Menü da, also Frontend. Aber also auch das funktioniert.
So, dann mal das nächste. Man hat ja hier auch Ausgänge und zwar kann man da also beispielsweise diese Schütze dran anschließen. Die gehen natürlich auch an das LED-Biss und ich denke, das werde ich auch an das LED-Biss dran schließen, denn man hat einen Nachteil, wenn man es mit dem Pin-Control macht. Man muss das selber pro Tisch programmieren, dass eben diese Bumper oder Slingshots oder Flipper oder was auch immer, ne, Flipper ausgerechnet nicht, aber eben alle anderen, dass die überhaupt angesprochen werden. Das muss man im Skript auch wiederum einstellen und das ist beim LED-Biss eben halt nicht nötig, weil der gute Arngrim und auch der Swiss Lizard und all deren Helfer und so weiter, die machen einen wirklich super Job und haben tierisch viele Updates ihrer Innis und deswegen muss man da überhaupt nicht selber machen, das funktioniert einfach so. Man muss einfach nur diese Inni ab und zu mal updaten und schon hat man sämtliche Programmierungen schon fertig. So, aber der Vollständigkeit halber oder vielleicht falls jemand kein LED-Biss benutzen möchte, sondern nur so ein Pin-Control, hier mal kurz, wie man jetzt die 3 Bumper einstellt. Das läuft also auch wieder im Menü und ich habe jetzt hier also mal im Menü, im Skript meine ich, nach dem Wort Bumper gesucht. Da steht es und da bin ich also fündig geworden. Hier steht jetzt also, wie das mit den Bumpern funktioniert. Ich muss das hier mal gerade scharf stellen. So, da bin ich wieder. Ich habe mal gerade die Farbe so ein bisschen, den Weißabgleich gemacht. Also Bumper gesucht, ne, hier oben unter Edit Find, da kann man dann sowas suchen. Und hier habe ich also was passiert, wenn die Bumper getroffen werden sollen. So, und dann habe ich jetzt hier eine Zeile, da steht Play Sound Bumper C und hier habe ich eine Zeile Play Sound Bumper R und Bumper nochmal R. Und das ist dann also Bump 1, Bump 2, Bump 3. So, und jetzt schummel ich mich da einfach mal dazwischen. Bevor hier also End-Sub kommt, komme ich jetzt nochmal, zack, da gehe ich rein mit meinem Cursor und kopiere diese Zeile da rein, MS-Com1, das ist also einer der, wo bin ich denn? Da. Das ist also einer der Ausgänge des Pin-Controls. So, und dann steht hier wieder so eine Zahlenkolonne und das ist also einfach der erste Bumper. Wenn ich jetzt hier 2 hinschreibe, dann ist es der zweite und wenn ich eine 3 hinschreibe, dann ist es der dritte. So, und das für 40 Millisekunden. So, und es fehlt hier noch ein Doppelpunkt und dann ist die Zeile wieder komplett. Und das machen wir jetzt bei den anderen beiden auch. So, kopieren. Achso, hatte ich ja eh noch kopiert. Dann hier dazwischen. Zack, da bin ich jetzt. Jetzt muss ich natürlich diese Zahl ändern. 2. Und dann da unten nochmal, zack, und da schreibe ich dann eine 3 rein. Also haben wir dem Skript jetzt gerade beigebracht, wenn Bumper 1 getroffen wird, dann soll er mir Ausgang 1 einmal befeuern. Wenn Bumper 2 getroffen wird, dann soll er mir Ausgang 2 befeuern. Und wenn Bumper 3, naja, ihr wisst schon. So, das probieren wir aus. Compile. Jetzt kann es sein, dass er mir wieder gleich abstürzt, weil der mag das ja nicht, zweimal gestartet zu werden. Ne, funktioniert. Okay. So, dann auf Start. Und abgeschossen. So, okay. Also die funktionieren. Gut. So, hier bei meinen Schützen sieht man hier übrigens auch die Dioden, die ich eingebaut habe. Das sind Schutzdioden für das LED-Biss, damit das keinen gewischt bekommt. Wenn man allerdings die Schütze mit dem Pin-Control benutzen wollen würde, dann braucht man die gar nicht, weil auf der Platine sind schon die Dioden drauf. Da sieht man sie, da diese kleinen schwarzen mit den grauen Strichen. Das kann man sich also sparen, wenn man den Pin-Control benutzen möchte.
So, und hier sieht man jetzt auch gleich, dass der Accelerometer funktioniert, beziehungsweise mir jetzt eigentlich auch gerade einen Fehler macht. Ich finde, der ist einigermaßen gerade aufgestellt, so ein ganz klein bisschen hängt er, aber trotzdem verfängt sich jetzt der Ball. Und wenn ich den jetzt also kippe, aber ich weiß noch nicht in welche Richtung, so in die Richtung, dann kann ich ihn da runterrollen lassen. Naja, gut. Dann kann er da liegen. Also das muss ich wohl offensichtlich noch ein bisschen einstellen. So, also ich weiß jetzt auch, warum der da gerade so zickig war. Und zwar muss man in Visual Pinball hier in Preferences gehen und da in Keys und überhaupt erstmal diesen Haken hier setzen. Ich scroll wieder mal ran oder zoom mal ran. Enable Analog Nudge, der muss erstmal gesetzt sein. Dann ist der überhaupt erst an der Accelerometer und dann muss hier in der Dead Zone, das war vorher auf 0. Also jede kleine Winzbewegung und Neigung wird komplett umgesetzt. Das ist natürlich viel zu dolle. Deswegen ist jetzt hier also mal die Dead Zone von 30. Die hatte mir Meyer empfohlen. Das ist sicherlich, kann man so ein bisschen nach eigenem Ermessen und Gefühl einsetzen, aber ich lasse es jetzt erstmal bei 30. Und genau, dann ist es weg, dass der also jede kleine Neigung umsetzt und ja, so spielt es sich jetzt also wieder ganz normal. Da jetzt meine Platine hier nicht im Cap eingebaut ist, sondern da hinten auf so einem Brett ist und ja, dann natscht es sich halt ein bisschen schlecht. Zeige ich jetzt hier mal so ein paar Bilder, die eben von Meyer selber kommen und da kann man ganz eindrucksvoll sehen, dass dieses Nudging ganz gut funktioniert. Genau, mal's ab. So, nochmal zum Planger. Wie sich herausgestellt hat, kann es zu Problemen kommen, wenn das hier die Verbindung zwischen dem Potentiometer und dem Abzieher hier nicht so richtig stramm ist. Ich habe das jetzt hier wirklich nur so mit so einem kleinen Drähtchen gemacht und man kann sehen, das lässt sich hier trotzdem noch hin und her bewegen. Hat zur Folge, dass wenn er startet, der Pin Control, dass das jetzt hier also als 0 kalibriert wird und wenn ich dann aber eben zurückschiebe, dann kann er vielleicht hier landen oder da landen oder so landen. Das hat dann zur Folge, dass es also nicht funktioniert. Es muss also wirklich dann auch schon relativ genau da landen, wo es dann also auch kalibriert hat. Deswegen ist meine Drahtverbindung hier Quatsch. Ich war jetzt gerade im Baumarkt und habe mir diese paar Utensilien hier geholt. Ne, Moment. So macht es Sinn. Also eine Mutter, die da drüber passt gleich und dann zwei Unterlegschrauben, sodass das dann 2 Stück, Herrgott, die kleben aneinander. So, jetzt. Sodass dieses Teil da dann im Sandwich der beiden Schrauben dann hoffentlich landet und das werde ich jetzt mal ausprobieren. So, 2 Minuten später. Das Ganze wird ja zusammengehalten durch so einen, ja, ich weiß gar nicht, wie man die Dinger nennt, Sicherungsring oder so. Den mal kurz entfernt, kann man die Sachen hier aufstecken. Ja, und jetzt ist das natürlich noch so ein ganz klein bisschen Spiel hier zwischen. Mal gucken, ob man es filmen kann. Genau, also da ist noch so ein bisschen Platz. Kommt jetzt drauf an, ob das, ich glaube, das bleibt aber immer auf der gleichen Stelle. Aber ansonsten müsste ich eben diesen Pin hier noch ein bisschen verbreitern mit irgendwas, was ich da drauf klebe. Aber so sollte das, denke ich mal, ganz gut funktionieren. Tja, also tatsächlich, ich habe jetzt, weiß nicht, 5, 6 Spiele gespielt und habe da überhaupt kein Problem mehr gehabt. Es funktioniert jetzt ja perfekt, genau. Also genau wie man es sich wünscht. Also man als Tipp eine M12er Mutter und dann eben 2 entsprechende Unterlegscheiben und dann passt das eigentlich, falls ihr eben so einen Pot hier auch benutzen wollt. So, hier habe ich einmal ein Programm
DI View oder so ähnlich heißt es. Das zeigt hier oben in der X- und Y-Achse den Accelerometer und man sieht, dass das sehr gleichmäßig läuft, im Gegensatz zu manchem anderem Nudging-System, wie Meyer mir versicherte. Und hier unten sieht man die Z-Achse und die Z-Achse ist der Planger und da ziehe ich jetzt mal dran, da sieht man also 100%. Und dann geht es wieder auf 0%. Und als ich vorher die andere Lösung hatte, da blieb es manchmal so bei 14% stecken und da kann man sich vorstellen, dann hat er da ein Problem bekommen. Aber jetzt hier mit meiner Baumarktlösung funktioniert das ganz gut. Genau. Naja, so. Und jetzt wäre noch ganz interessant, was passiert, wenn ich den einfach mal vom Netz nehme. Das tue ich jetzt hiermit mal. Jetzt ist er also nicht mehr da. Hier die beiden Pfeile sind also komplett still. Und auch mein Planger sagt keinen Ton mehr. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Ich halte das Ding jetzt mal schräg, mal so. Oh, kann man gar nicht sehen. Also ich halte das jetzt hier einfach mal hoch. So sieht er jetzt einfach mal so ein bisschen schräg aus. So, und jetzt habe ich ihn so wieder eingestöpselt. Und jetzt hat er sich also neu kalibriert. In dieser Position ist es jetzt also in der Mitte. Und wenn ich ihn jetzt allerdings loslasse, dann verändert sich das. Dann ist man hier auf einmal bei 56%. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also das ist natürlich jetzt hier alles Quatsch, aber es soll einfach zeigen, dass das gute Stück hier sich jedes Mal neu kalibriert und solche Fehlstellungen beispielsweise dann auch ausgleichen kann. So, um das Ambilight nochmal genauer zu zeigen, hier jetzt also mal im Hyperpin. Ich habe im Moment Hyperpin installiert und Pinball X runtergeschmissen, weil ich da ganz merkwürdige Fehler mit hatte. Ich glaube, ich fange aber irgendwann nochmal von vorne an und werde wieder auf Pinball X umsteigen. Mal sehen. Also jedenfalls hier jetzt mal Hyperpin mit meinem dunkel-orangenen, also das könnte noch wesentlich heller sein, aber ich habe es mal so ein bisschen dunkler gelassen, orangenen Ambilight. So, und jetzt nehmen wir hier mal den Master Text, nehmen wir gleich mal und den starten wir. Und dann wird gleich das Ambilight für diesen Table, ich weiß gar nicht, warum das da jetzt passiert. So, jetzt haben wir knallrot, volle Power. Und wenn ich jetzt aus diesem Tisch wieder rausgehe, dann wird es wieder auf mein dunkles Orange zurückgehen. So, okay. Dann gehen wir mal einen weiter. Black Knight. Ja, das haben wir ja vorhin eingestellt. Auch das funktioniert jetzt hier mit meinem Gelb. Passt ja schön zu den Beleuchtungen der Bright. Genau. Okay. Und auch hier wieder raus. So soll also das mit dem Ambilight dann funktionieren. Die klebt man sich dann unter das Cap und hinter das Cap und dann wird eben einfach die Umgebung so ein bisschen beleuchtet. Ich kann ja nachher auch nochmal Fotos von Meyer zeigen. Das sieht man da ganz gut, wie das dann so aussieht. Mal sehen, ich habe doch hier auch irgendwo noch... Ne, wo habe ich den denn? Habe ich gar nicht. Hatte ich hier eigentlich was eingestellt? Da habe ich es noch nicht programmiert, glaube ich. Also programmiert. Installiert oder wie auch immer. Nö, okay, und dann passiert eben einfach gar nichts. Dann bleibt es so, wie es ist. Hier wäre ja ein schickes Knallgelb, saftig grün angesagt, aber okay, orange macht ja auch Sinn. Und nur eben nicht für Kongo. Na, okay, raus hier. Gut, also so soll das funktionieren. Und wenn man dann aus Hyperpin wiederum rausgeht, dann geht es auch ganz aus, das Ambilight. So soll es sein. Doch, ich habe ihn gefunden und zwar habe ich hier offensichtlich einfach nur überhaupt kein Playfield und nichts, kein Wheel, keine Ahnung, aber wenn ich den jetzt starte, dann geht nämlich der Star Trek los. Genau, und da haben wir dann mal ein schönes Weltallblau, wie man es so haben möchte.
Und dann gibt es, wenn man losgeht, das hat hier Takut übrigens gemacht. Takut scheint wohl Fan davon zu sein, dass sehr viel blinkt. Das bin ich ja grundsätzlich auch. Bei Ambilight kann es gerne allerdings eine Farbe bleiben, aber das ist ja alles Geschmackssache. Wenn ich jetzt aber mal das Spiel starte, dann hat er solche beispielsweise, sowas kann man dann also machen, da muss man im Skript so ein bisschen rumsuchen, dass dann da das so ein bisschen blinkt, und wenn man dann also auf Start drückt, dann verändert sich das auch wieder. Ja, naja gut, also solche Effekte kann man dann je nach Situation, wie sie gerade eintreten, zum Beispiel bei Mars Attacks, wenn das Raumschiff explodiert, dass es dann grün wird anstatt rot oder so. Ja. Naja, gut. Gut, also das ist mir ehrlich gesagt zu viel Geflacker. Ich finde, das Ambilight soll ein bisschen subtil sein. Aber wie gesagt, das ist halt Geschmackssache. Und möglich ist vieles. So, dann werfen wir auch mal einen kurzen Blick in die Bedienungsanleitung vom Pin Control 1 bzw. Pin Anna 1. Das ist, Pin Anna ist übrigens eine kleinere Version. Das erkläre ich gleich nochmal. Also jetzt schauen wir hier einfach mal rein. Da hat Meyer alles Mögliche beschrieben über die Installation. Hier zum Beispiel die Treiber. Man muss also zwei Files runterladen und die installieren. Das ist ganz einfach, brauche ich jetzt auch nicht zeigen, ist vor allen Dingen bei mir ja auch schon passiert. Aber das kann man also hier also auch nochmal ganz genau nachlesen, ist aber wie gesagt wirklich kein Problem. Dann eben diese ganzen Dinge, die ich da gerade erzählt habe, wie man die Sachen ansteuert im Skript, das wird hier also auch erzählt. Ja, also dieses Pamphlet, das kann man sich dann also ruhig mal anschauen. Die Programmierung hier genau, RGB-Ausgang, dergleichen Dinge mehr. Das ist also hier auch schon eine veraltete Version. Er hat das schon nochmal überarbeitet und da wird vielleicht auch noch mehr rauskommen. Hier sind also beispielsweise diese kryptischen Zeilen, die ich da immer reingeschrieben habe, mal erklärt, was das alles bedeutet. Das kann man sich hier also ganz genau anschauen. Ich kopiere mir das immer alles nur so rein und ja, also, aber hier wird es halt nochmal genau erklärt, was es alles heißen soll. Hier haben wir dann auch nochmal einen Übersichtsplan, wie man das Ganze verdrahten soll und kann. Und ein weiterer Vorteil übrigens dieser Platine ist, dass wenn man hier an die Ausgänge, wenn man da nicht die Schütze dran anschließt, oder nicht nur Schütze zumindest, sondern beispielsweise auch einen Shaker oder einen Knocker, dann braucht man bei dieser Platine für den Shaker zum Beispiel nicht diese H-Bridge oder Half-Bridge oder wie es heißt. Die ist ja nur dafür da, weil das LED-Biss, also so wie ich das verstanden habe, keine Pulswellenmodulation kann und das kann diese Platine hier aber von sich aus oder irgendwie so. Ja, also jedenfalls, also man braucht diese Half-Bridge nicht. Und für den Knocker braucht man also auch kein Relais, weil ja, der Knocker einfach zwar recht viel Strom braucht, aber das kann die Platine auch so ab und man muss das LED-Biss, müsste man ja mit dem Relais schützen, weil das einfach nur 500 mA ab kann. Hier können also ein bisschen mehr Wumms durch, deswegen braucht man also hier kein Relais für einen Knocker. Auch nochmal ein Vorteil. Tja, das war es mal zum Pin Control Nummer 1. Eine ziemlich gute Ergänzung zum LED-Biss, wie ich finde. Gerade das mit dem Ambilight gefällt mir ziemlich gut und auch natürlich der analoge Plunger und diese Geschichte mit dem Nudging ist ja wirklich hervorragend. Wer sich für so eine Platine interessiert, der sollte sich im flippermarkt.de Forum mal an Meyer 1971 wenden. Der hat das Ganze hier entwickelt und ja, der wird euch also weiterhelfen können, wo man jetzt nun so eine Platine herbekommen kann. Ja, in diesem Sinne, für mich wird es jetzt spannend. Ich werde jetzt also mal zusehen, dass ich meinen ganzen Krempel in das Cabinet reingebaut bekomme. Und ja, jetzt habe ich also keine Ausrede mehr. Das Video ist fertig.
Jetzt geht's rund. Okay, also beim nächsten Video hoffe ich dann, dass ich ein bisschen zeigen kann, wie mein Pin-Cap dann also aussieht. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken und tschüss. Halt, stopp. Einen habe ich noch, und zwar gibt es von dieser Platine 3 verschiedene Varianten und die Unterschiede blende ich hier gerade mal ein. Ja, könnt ihr euch ja mal anschauen. Also, bis dann. Tschö.